das Glück im jetzigen Moment zu erfahren und zu spüren, zu erleben, das ist das größte Geschenk, was mir 2022 geschenkt wurde. Und wofür ich besonders dankbar bin, das hat eine sehr, sehr große Kraft und eine sehr große Bedeutung. Denn wenn du dein Jahr rückblickend betrachtest und dir Erfahrungen, die du gemacht hast und Momente, die du erlebt hast und vielleicht auch schmerzhafte Erfahrungen, durch die du durchgehen musstest, wieder hervorholst und wirklich Dankbarkeit dafür empfinden kannst. Dankbarkeit für die Dinge, die du daraus mitgenommen hast, die du dadurch lernen durftest, dann erzeugt das eine sehr gute Energie in dir. Deswegen möchte ich dir hier gerne einfach ein paar Dinge teilen, für die ich dieses Jahr sehr, sehr dankbar bin. Und das sind zum einen die Erfahrungen, die ich dieses Jahr machen durfte. Alle Erfahrungen. Alle Erfahrungen, die ich dieses Jahr gemacht habe, aus denen ich so viel lernen durfte, dafür bin ich zutiefst dankbar. Und das sind einige. Ein paar davon habe ich heute mit dir geteilt. Und das sind noch längst nicht alle. Das würde hier, glaube ich, noch mehr den zeitlichen Rahmen sprengen. Wofür bin ich noch dankbar? Ich bin super dankbar für die wundervollen Menschen, die mich das Jahr über begleitet haben. Die ich schon über Jahre hinweg kenne. Ihr wisst ganz genau, dass ich euch damit meine. Und für die wundervollen Menschen, die ich dieses Jahr kennenlernen durfte, die neu in mein Leben getreten sind. Für euch bin ich genauso dankbar. Ich finde es total schön, dass ihr hier seid, dass du hier bist. Und ja, genau du darfst dich gerade angesprochen fühlen, weil ich glaube, du weißt auch, dass ich dich damit meine. Ich finde es total schön, dass wir uns dieses Jahr kennengelernt haben und so intensiv begleitet haben. Das ist richtig schön und das weiß ich sehr zu schätzen. Da bin ich sehr dankbar für. Deswegen danke für dich. Wofür bin ich noch dankbar? Für meine innere Ruhe und gleichzeitig auch für meine innere Stärke. Ich bin super dankbar für meine Ausgeglichenheit, für meine heitere Gelassenheit, wie Dieter Lange sagen würde. Dafür bin ich sehr dankbar. Weil das hat mich in der einen oder anderen Situation auf jeden Fall sehr gerettet. Stichwort 3:35 Uhr. Ich bin dankbar für all die magischen Momente, die ich erleben durfte und die ich bewusst wahrnehmen und erleben durfte. Und da fällt mir immer so direkt zum Beispiel im Wald ein, wenn das im Herbst jetzt gerade, schöner Herbstspaziergang, ein bisschen Laub liegt schon auf dem Boden, du hörst so dieses Laubrascheln und so ein schöner Herbsttag, du kannst noch im Pulli durch den Wald gehen und dann fällt so die Sonne durch die Blätter durch. Und es ist so eine Nachmittagssonne. Es ist angenehm warm. Du setzt dich vielleicht auf den Baumstamm und schaust dir einfach nur die Blätter an, wie die da im Wind rascheln und wehen. Die Sonne, wie sie da durchfällt und dieses Lichterspiel, diese ganzen Farben, die Herbsttöne, die Vögel, der Geruch und so viele intensive Momente, die ich so wahrnehmen konnte und die ich genau hier bei mir abgespeichert habe, die mir so viel Kraft geben. Ich bin super dankbar für dich, dass du mich auf genau dieser Reise hier begleitest, dass du ein so wertvoller und besonderer Teil davon bist. Dafür bin ich super dankbar und dafür danke ich dir von Herzen, dass du hier bist. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ich weiß, das sage ich öfter, aber ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du hier bist und dass du das Ganze hier überhaupt erst möglich machst. Danke. Ich bin super dankbar dafür, dass wir immer mehr Menschen zusammen erreichen können und dass euch die Botschaften auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, hier in dem Podcast, dass diese Botschaften euch wirklich erreichen und dass wir damit auch immer mehr Menschen erreichen können. Dass wir zusammen immer weiter wachsen. Gerade jetzt so in den letzten Monaten ist das nochmal ein bisschen nach oben gepusht worden. Dass ihr diese ganzen Impulse und Botschaften so fleißig teilt, euren Freundinnen und Freunden, Familien und Bekannten davon erzählt, das wirklich weiterempfehlt, den Podcast teilt. Da so aktiv seid, aktiv an diesem Wachstum beteiligt seid. Das ist unser gemeinsames Wachstum.
Das ist richtig cool, dafür bin ich super dankbar. Und das gibt mir so viel inneren Frieden, so viel innere Ruhe und Zufriedenheit, dass ich wirklich weiß, das, was ich tue mit der Podcast-Folge, die ich jetzt hier seit 2,5 Stunden aufnehme, damit kann ich wirklich was bewirken. Mit dieser Energie, die ich hier rein investiere, erreiche ich dich, berühre ich dich wirklich und kann in dir etwas verändern und in dir etwas anstoßen. Und dieses Wissen, das gibt mir so, so viel. Genau deswegen schenkt mir das hier so viel Energie, mit dir einzutauchen. Dafür bin ich super dankbar, für diesen Sinn dahinter. Denn das ist mein Warum. Ich bin außerdem super dankbar dafür, dass ich meinen Traum leben darf. Das ist mir dieses Jahr auch bewusst geworden, dass ich das liebe, was ich tue. Dass ich das wirklich einfach liebe. Dass ich das gerne mache. Und das ist der größte Sinn hinter dem. Dass ich einen tieferen Sinn hinter dem erkenne, was ich gerade tue, euch damit erreichen kann und das auch einfach liebe. Dass ich einfach das, was ich gerade erlebe, was mich gerade beschäftigt, dass ich das mit euch offen und ehrlich teile und euch damit erreichen kann, euch damit was vermitteln darf. Das ist so ein großes Geschenk. Ich bin super dankbar dafür, dass ich euch da auch intensiver unterstützen kann, dass ich das hier einmal über Podcast, YouTube und Social Media machen kann und gleichzeitig auch in der Straff Inside Uni noch intensiver euch auf dieser Reise, auf eurer persönlichen Reise begleiten darf. Dass wir da wirklich individuell in die einzelnen Themen reingehen können, da tiefer eintauchen können und diese ganzen magischen Momente, die wir dieses Jahr erlebt haben zusammen, das ist unbezahlbar. Das ist so schön, wenn auf einmal die Augen anfangen zu leuchten. Wenn du diesen Moment miterlebst, wenn sich im Call auf einmal so ein Schalter, gefühlt wirklich wie so ein Lichtschalter anschaltet und du zack, du siehst so das Leuchten in den Augen, wie die auf einmal aufblitzen. Das ist so ein zauberhafter und schöner Moment. Und das live miterleben zu dürfen, das anzustoßen, dafür bin ich unendlich dankbar. Und das ist meine Mission, das so vielen Menschen wie möglich zu schenken, dieses Leuchten in die Augen zurückzubringen. Dass ich diesen Sinn eben nicht nur für mich sehe, sondern auch für andere. Und das ist einfach so schön, das ist einfach richtig, richtig geil, wenn du etwas tust, wo du selbst den Sinn für dich erkennst, weil dir das einfach extrem gut tut, weil dir das, was du tust, Energie gibt und das gleichzeitig aber auch für andere sinnvoll ist. Wenn du anderen damit noch zusätzlich helfen kannst. So eine Win-Win-Situation. Das ist richtig geil. Und es ist auch eine Win-Win-Win-Situation, weil diejenigen, denen du damit hilfst, die helfen dann auch wieder anderen. Und so können wir zusammen wirklich etwas bewirken und verändern. Das ist so geil, dafür bin ich unendlich dankbar. Dankbar für eine sehr wertvolle Erkenntnis auch, dass dein Erfolg auch mein Erfolg ist. Und dass mein Erfolg auch gleichzeitig dein Erfolg ist. Weil, was meine ich damit? Wenn ich mich auch über deine Erfolge freuen kann, dann freue ich mich ja doppelt. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, um Freude zu empfinden. Wenn ich jetzt von Neid und von Eifersucht irgendwie geplagt wäre und dir deine Erfolge nicht gönnen würde und immer sagen würde, oh, das, was der hat oder das, was die hat, das hätte ich aber auch gerne. Und mich nicht für dich freue, dann bleibe ich immer die ganze Zeit in diesem Mangel. Wenn ich jetzt aber denke, boah, das ist so cool, dass du das geschafft hast, richtig geil und freue mich wirklich für dich mit und meine das ernst, dann freue ich mich so viel öfter. Dann handle ich aus Fülle heraus, weil ich weiß, okay, es ist genug für alle da und ich weiß, dass auch genug für alle da ist. Ich weiß, dass genau die richtigen Personen zum passenden Zeitpunkt zu mir finden und ich zu den passenden Personen im richtigen Zeitpunkt finde. Und sobald du aus Fülle handelst und nicht aus Mangel, ziehst du das magisch an. Du kommst immer mehr von dem, wo du deinen Fokus drauf richtest. Richtest du deinen Fokus auf Mangel, bekommst du mehr Mangel. Richtest du deinen Fokus auf Fülle, bekommst du mehr Fülle. Hier möchte ich dir gerne noch einen kleinen Impuls mitgeben. Denn egal wie viele Ziele du erreichst, egal
wie viel Ansehen du erlangst, egal wie viel Geld du verdienst oder egal wie viele wundervolle Menschen dir auf Social Media, auf all deinen Plattformen folgen. Mach deinen persönlichen Wert nicht davon abhängig. Mach deinen persönlichen Wert nicht davon abhängig, wie viele Follower oder Followerinnen du hast. Mach deinen persönlichen Wert nicht davon abhängig, wie viel Geld du verdienst, wie viel Ansehen du im Außen hast oder welche Ziele, welche Vorsätze du umsetzt. Das sind alles Dinge im Außen. Und Dinge im Außen können dir immer genommen werden. Dein innerer Wert kann dir aber nicht genommen werden. Dein innerer Wert ist immer da. Der bleibt immer gleich. Und der ist auch jetzt gerade schon wertvoll. Der ist immer wertvoll. Du bist immer wertvoll. Deswegen ganz, ganz wichtig, mach deinen Wert nicht von irgendwelchen Dingen im Außen abhängig, die dir genommen werden können. Ich möchte dir hier gerne noch ein Zitat mitgeben, was ich vor kurzem gelesen habe und was ich auch sehr, sehr fühle, gerade wenn es so um das Thema Vergleichen geht und auch Jahresrückblicke geht, wenn wir uns immer irgendwie vergleichen, ja, oh, was hat die gelernt und was kann ich von ihm noch mitnehmen und hier und da und oh, das habe ich aber irgendwie nicht so intensiv empfunden und bin ich jetzt deswegen irgendwie weniger wert? Und Thema Vergleichen, präsent für uns alle. Zitat, was mir da noch geholfen hat: Ich bin nicht, was ich denke zu sein und bin auch nicht, was du denkst, ich sei. Ich bin, was ich denke, du denkst, ich sei. Das heißt, wir machen unseren Wert und unser Ansehen und unser Selbstbild von der Meinung anderer Menschen abhängig. Vergleichen uns mit anderen und unser Selbstbild baut ganz oft auf dem auf, was wir denken, was andere von uns denken. Wir täten, glaube ich, gut daran, wenn wir bei uns bleiben, uns auf uns fokussieren und unser Selbstbild von uns selbst abhängig machen. Unseren Wert in uns erkennen und nicht in der Meinung anderer über uns. Das verändert einiges. Deswegen lass dir das Zitat gerne noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen, noch ein bisschen nachhallen. Äußere materielle Dinge, das ist cool, wenn du es hast, doch das macht eine Person nicht wertvoll. Deine inneren Schmuckstücke dagegen, die lassen dich wirklich hell leuchten. Die machen dich wirklich wertvoll und die machen dich reich. Äußerer Reichtum, der macht dich nicht wirklich reich. Innerer Reichtum, so wie du den für dich definierst, das macht dich wirklich reich. Das macht dich glücklich. Und dein innerer Wert, der leuchtet heller und schöner als Uhren, als Autos, als Diamanten oder als irgendwelche sonstigen materiellen Güter das jemals könnten. Das Leuchten deiner Augen und das Lachen, was du im Gesicht hast, vielleicht jetzt gerade auch, das ist der schönste Schmuck, den du tragen kannst. Und das macht dich wertvoll. Das macht dich reich. Wenn du das wirklich verstehst, dann hast du's. Und das kann dir keiner nehmen. Das Leuchten in den Augen, das sind die Diamanten, die dich wirklich wertvoll machen. Diese beiden Diamanten, die sich links und rechts von deiner Nase befinden. Wenn diese Diamanten geschliffen werden und zum Strahlen gebracht werden, das ist der schönste Schmuck, das ist der wahre Schatz, der dich selbst und auch andere um dich herum strahlen lässt. Das ist Reichtum. Ich habe dir hier ganz offen alles präsentiert und mitgegeben, was mich dieses Jahr geprägt hat, was ich erfahren habe, was ich aus diesem Jahr mitnehme, was ich gelernt habe und was ich dir daraus mitgeben möchte. Und ich möchte mich hier wirklich von Herzen bei dir bedanken, dass du dieses Jahr so besonders gemacht hast, dass du mich dieses Jahr so intensiv begleitet hast, unterstützt hast und dir die Podcast-Folgen hier regelmäßig anhörst, dass du bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, bei den allen Socials irgendwie aktiv bist, für diesen regelmäßigen, intensiven und so persönlichen Austausch mit dir. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Das ist so, so cool, dass wir zusammenwachsen können, dass du so ein wertvoller Teil dieser Reise bist. Danke für dich. Danke für dieses Jahr.
Und danke für diese magische Reise. Und ich freue mich auf deine Learnings. Ich freue mich auf deine Reflexion. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Gedanken, deine Gefühle und deine Erfahrungen in den Kommentaren, als Rezension, als Nachricht, als Mail, wie auch immer, wie du das gerne möchtest, vielleicht mit mir teilst. Oder mit uns allen. Ich wünsche dir alles Liebe für deine Reflexion, für den Jahreswechsel und wünsche dir einen wirklich wundervollen Start in das neue Jahr 2023. Und ich danke dir, dass du mich auf dieser Reflexionsreise hier begleitet hast. Danke. Alles Liebe für dich. Du wundervoller Mensch. Danke, dass du hier bist. Dein Niklas. Ciao, ciao.